Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Was ist bloß aus Real Madrid geworden? Es ist der Morgen danach. Aus Hass und Wut wurde inzwischen bei mir Resignation, Frustration. Real Madrid verliert 1:0 gegen Getafe, verabschiedet sich aus der spanischen Meisterschaft. Und ich habe es persönlich satt, die letzten 1,5 Jahre von Real Madrid schön zu reden. Diese Niederlage, seien wir mal ganz ehrlich, es war eine Frage der Zeit. Wir haben alle diese Niederlage kommen sehen. Dieses Real Madrid ist Mittelmaß. Das müssen wir als Madridistas so akzeptieren. Es muss sich einiges ändern. Viel Spaß beim Video. Ja, Leute, ich habe eine ganz harte Nacht hinter mir. Ich bin seit 5 Uhr wach und kann nicht mehr einschlafen. Und das Schlimmste an allem ist, während ich mir Gedanken gemacht habe, was braucht dieses Real Madrid? Wie kommen wir aus diesem Strudel der Mittelmäßigkeit wieder raus? Bin ich mir sicher, dass unsere Spieler seelenruhig in ihren Villen geschlafen haben. Die haben sich Gedanken gemacht mit ihren Partnerinnen, wo ist der nächste gute Spot für ein tolles Instagram-Foto. Ja, und wir Madridistas, die diesen Verein wirklich fühlen, ja, wir tragen die Konsequenzen. Wir müssen diesen Scheiß ertragen. Wie kann man so schlecht Fußball spielen? Ich habe es satt, diese Mannschaft seit 1,5 Jahren in Schutz zu nehmen. Du schaust dir den Kader an, Spieler für Spieler, und du denkst dir, wie können diese Spieler so einen schlechten Fußball spielen? Arsenal, London, Bayern. Okay, Bayern kenne ich den Kader, weil ich nun mal in Deutschland gelebt habe und die Bundesliga kenne. Arsenal, ich kenne die Hälfte der Spieler nicht und die würden uns an die Wand spielen. Jede Mannschaft spielt zurzeit einen attraktiveren Fußball als Real Madrid. Wir beschweren uns, dass der FC Barcelona keinen Plan B hat. Ja, wisst ihr was? Wir haben nicht mal einen Plan A. Unser einziger Plan ist, guck, dass Vini den Ball bekommt und dann schauen, ob der durch 4-mal durchkommt. Wenn Vini das nicht schafft und den Ball verliert, ja, wie denn auch gegen 4 Mann, ja, was soll der denn sonst machen? Sonst gibt er den Ball auf Carreras, der gibt den auf Tchouaméni, der auf Rüdiger, der auf Courtois und der schlägt den langen Ball nach vorne. Toller Fußball, den Real Madrid spielt. Ich hab es satt. Real Madrid verfällt in Mittelmaß. Und das Schlimme, es ist inzwischen Alltag. Es ist inzwischen ein Muster, das sich immer wieder wiederholt. Das sind ja keine Einzelfälle. Wenn solche Niederlagen zur Gewohnheit werden, dann ist das Real nicht mehr das Real Madrid, was ich kenne. Es ist allgemein nicht mehr das Real Madrid, das ich kenne. Real Madrid hatte immer gute Spieler, nicht so gute Spieler, aber Real Madrid hatte immer Charakter, hatte immer Wille, hat sich bis zur letzten Minute zerrissen. Und dann kannst du als Madridista auch vom Platz gehen und sagen, weißt du was, wir haben heute verloren, weil die Gegner besser waren. Wir haben heute verloren, weil die Sterne sich gegen uns verbunden haben und der Ball nicht rein wollte. Aber ich muss zurzeit sagen, wir verlieren zurzeit. Weil der andere es einfach mehr will. Getafe, und ich möchte Getafe nicht beleidigen, Getafe hat einen Kader, der für die 2. spanische Liga Mittelmaß wäre. Aber die haben einen Borbalas, einen Trainer, der aus diesem Kader das Maximum herausholt. Haram-Fußball, wie er geschrieben steht. Aber wisst ihr was? Das reicht für ein Real Madrid. Real Madrid findet seit 1,5 Jahren keine Lösung gegen tiefstehende Blöcke. Real Madrid ist in den Händen ihrer Spieler, die keinen Bock haben, für dieses Wappen sich mehr zu zerreißen. Die haben ja schon so viel erreicht. Deshalb müssen sie ja nichts mehr geben. Die Gegner schenken die Spiele ja her, weil du nun mal dieses Wappen auf der Brust hast. Das denken die anscheinend. Denn als Xabi Alonso mit denen arbeiten wollte, nee, Bruder, das war denen zu viel. Videoanalyse? Wir sollen uns unsere Fehler angucken. Nee. Hau mal lieber ab, Xabi Alonso. Welchen Trainer können wir nehmen, der genau das macht, was wir wollen? Nehmen wir einfach einen ohne Erfahrung aus Real Madrid Castilla. Und Álvaro Arbeloa, ja, ist noch die ärmste Sau. Álvaro Arbeloa, fangen wir erstmal damit an, damit wir ein bisschen mehr zur Analyse des Spiels kommen und nicht nur, dass ihr euch hier 20 Minuten meinen Frust anhört.
Das Einzige, was Arbeloa gestern richtig gemacht hat, war die Aufstellung, meiner Meinung nach. Der hat die spielstärkste Aufstellung genommen, die wir haben. Mit einem David Alaba, mit einem Trent Alexander-Arnold, mit einem Thiago Pitarch, mit einem Arda Güler. Ja, aber wenn es selbst so nicht reicht, dann sieht man, wie große Probleme dieses Real Madrid hat. Es muss einiges passieren im Sommer, denn dieses Real Madrid ist das Wappen nicht würdig. Ja, versuchen wir mal, das Spiel irgendwie zu analysieren. Real Madrid kommt so rein ins Spiel, wie so oft. Lustlos, langsam, behäbig. Und das, nachdem du gerade am letzten Spieltag in Osasuna verloren hast. Real Madrid war Tabellenerster und das sind die nächsten 2 Ergebnisse. Sorry, aber dieser Mannschaft kannst du nicht mehr helfen. Madrid legt einen peinlichen Auftritt in Osasuna hin. Und du denkst jetzt, die Champions League, seien wir mal ganz ehrlich, Real Madrid hat nicht die Qualität, die Champions League zu gewinnen. Das Einzige, was wir als Madridistas hoffen müssen, ist, dass die Blamage gegen Manchester City nicht so schlimm wird. Aber du erkennst, hör mal, ich bin Tabellenerster in der spanischen Liga, ich weiß nicht warum, alle Sterne haben sich so gestellt, dass wir Tabellenerster sein sollen. Und dann schenkst du das so wieder her? Real Madrid kommt rein. Jeder Spieler braucht wieder 3 Ballkontakte, um das Spiel an den nächsten Kollegen zu bekommen. Jeder, der den Ball hat, ist die ärmste Sau. Wie oft habe ich das in meinen Videos gesagt? Keine Bewegung. Jeder möchte den Ball in den Fuß. Keiner läuft mal in die Tiefe. Keiner kommt entgegen. Die einzige Lösung ist immer wieder hintenrum zu spielen. Im Santiago Bernabéu. Der Einzige, der gestern wirklich für dieses Wappen sich zerrissen hat, ist ein Thiago Pitarch. Der Junge tut mir leid. Übrigens ein ganz sympathischer Junge, ganz persönlich eine Sache, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und die hat mir sogar gestern ein Lächeln ins Gesicht gebracht. Das muss schon einiges heißen. Thiago Pitarch hat das Bernabéu einfach zu Fuß verlassen. Was? Der stand einfach vom Bernabéu, damit seine Eltern ihn mit dem Auto abholen können. Ja. Ich glaube, dieser Grad an Bescheidenheit würde anderen Spielern in der Kabine mal richtig gut tun. Wie gesagt, Thiago Pitarch tat mir noch leid. Er war der Einzige, wo ein bisschen Bewegung drin war. Und dann konntest du noch hoffen, wenn Arda Güler mal am Ball war, dass etwas Besonderes passiert. Einmal mit einer Roulette und einem Traumschuss. Ja, Arda, wunderschön. Aber warum einmal im Spiel? Du bist der Einzige, der den Ball durchstecken kann, der Fußball in dieser Mannschaft hast. Und du lässt deine Qualität 3-mal im Spiel aufblitzen. Trotzdem ein absolutes No-Go, dass Arbeloa, wie gesagt, das Einzige, was der richtig gemacht hat, war die Aufstellung. Jede Einwechslung, die er vorgenommen hat, war schlimmer als die davor. Jede Einwechslung hat die Mannschaft schwächer gemacht und das will schon was heißen an einem sehr schwachen Tag. Also totale Katastrophe. Wie kannst du an so einem Tag einen Thiago Pitarch und einen Arda Güler rausholen? Es macht einfach null Sinn. Ja, logisch, er möchte den anderen nicht auf die Füße treten. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Weil die Kabine das Sagen hat, nicht der Trainer. Und das liegt auch am Vorstand. Der Vorstand muss endlich mal loslassen, muss akzeptieren, dass sie seit 2 Jahren Scheiße bauen, dass sie einem Trainer die Kontrolle geben müssen. Jemanden, der das professionell macht und dass der entscheidet, welche Spieler er für sein Projekt braucht. Du hattest einen Xabi Alonso, einen der besten Trainer in der Welt des Fußballs und du hast dich entschieden, ihm nicht den Rücken zu stärken, sondern den Diven der Kabine ihren Willen zu geben. Jetzt hast du das Resultat. Und jetzt liest man die ersten Nachrichten, dass die Kabine bereits an Arbeloa zweifelt. Ja, weißt du was, macht das selber. Ihr könnt alle zusammen Spielertrainer sein. Dann ist doch das, was ihr im Endeffekt wollt. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, ich verfall immer wieder doch in Wut. Es ist doch noch nicht Resignation, es ist doch noch Wut, stelle ich gerade fest. Ja, Real Madrid spielt einen behäbigen, langweiligen Fußball. Real Madrid hat eine klare Torchance, weil Thiago Pitarch einmal aggressiv angreift. Der Verteidiger gerät ins Schwitzen, spielt den Ball, Vini rennt komplett alleine aufs Tor. So eine Chance musst du machen, dann steht es 1:0, dann ist das Spiel komplett anders. Dann muss Getafe aufmachen und du kannst die Räume nutzen, die dir geben. Danach noch ein Arda Güler mit einer Einzelaktion, ja. Und das war's aus der gesamten ersten Halbzeit. Wir hatten 5 Minuten Nachspielzeit. In 50 Minuten erster Halbzeit hat Real Madrid 2 Highlights gehabt. Und ganz ehrlich, und ich sage es mal so, Antonio Rüdiger muss eine dunkelrote Karte kriegen. Und eigentlich muss man fast hoffen, dass sich doch in der spanischen Liga irgendjemand einmischt.
Das, was der da gemacht hat, ich habe mir das in Ruhe nochmal angeguckt, das ist Körperverletzung. Der haut mit dem Knie mit Absicht dem Gegner ins Gesicht. Ja, ich kann es verstehen, Getafe ist eine Mannschaft, die dich frustriert, die sind das Schlimmste, was es in der Welt des Fußballs gibt. Anti-Fußball, die versuchen Fußball zu zerstören und das frustriert dich. Aber das gibt dir keinen Freifahrtschein, da jemanden ins Gesicht zu treten. Also sorry. Ja, und zweite Halbzeit kommt Madrid aus der Kabine und versucht genau 10 Minuten Fußball zu spielen. Und dann war es das. Dann hat Arbeloa mit seinen Auswechslungen alles noch schlimmer gemacht. Dienhausen. Was ist mit Dienhausen passiert? Der Dienhausen, der bei der Club-WM so viel Spaß gemacht hat, bei der spanischen Nationalmannschaft, bei Bournemouth, in Rom, der Junge ist total verunsichert. Der Junge kann kaum 3 Schritte geradeaus gehen. Dani Carvajal, wie kannst du einen Dani Carvajal einwechseln, wenn du ein Tor erzielen musst, wenn du einen Trent Alexander-Arnold dafür rausholen musst? Und Trent Alexander-Arnold war gestern wahrscheinlich der schlechteste Mann, trotzdem muss der spielen bleiben. Dann Thiago Pitarch, ja, vielleicht war der Junge mit den Kräften am Ende, aber trotzdem. Ja, und 10 Minuten später macht er es noch schlimmer, oder in der 70. In der 70. Minute holt der Arda Güler raus. Ach so, für Pitarch ist übrigens ein Rodrigo gekommen. Im Jahr 2026 ist unsere Lösung immer noch Rodrigo. Ja, aber dann holt der Arda Güler in der 70. raus für Franco Mastantuono. Ich muss mich echt zusammenreißen. Vielleicht vertue ich mich. Vielleicht ist Franco Mastantuono in 2 Jahren soweit, ein Spieler von Real Madrid zu sein. Aber es gibt für mich keinerlei Erklärung, was die Scouts in diesem Jungen bisher gesehen haben. Und ich habe ihn bisher immer verteidigt. Ich habe gesagt, neuer Kontinent, neuer Junge, kommt in einen anderen Fußball, andere Ernährung, alles ist neu. Kylian Mbappé hat 3 Monate gebraucht. Aber ich sehe schon, die ersten Ansätze stimmen bei ihm nicht. Ich weiß nicht, was unsere Scouts in ihm erkannt haben. Ich hoffe, ich täusche mich. Ja, er hat es zumindest versucht. Hat sich übrigens eine rote Karte abgeholt, weil er zum Schiedsrichter gesagt hat, was für eine Schande. Dafür musst du rot geben. Ja, der Schiedsrichter, der hat auch gestern im Bernabeu wieder eine Gala-Vorstellung abgeliefert. Ich erinnere mich alleine an eine Aktion, wo der Milla von Getafe einen Spieler von uns mit beiden Händen zu Boden reißt. Der Schiedsrichter gibt einfach keine gelbe Karte. Carreras läuft mit dem Ball, wird mit beiden Händen von hinten geschubst. Der Schiedsrichter sagt, nee, ist kein Foul. Tchouaméni holt sich den Ball, spielt den Ball und der Schiedsrichter denkt sich, gelbe Karte. Ja, also, aber es lag nicht am Schiri. Aber trotzdem, das sind Aktionen, die die Mannschaft noch mehr frustriert. Ja, zweite Halbzeit war ein großer Haufen nichts. Und Arbeloa hat dafür gesorgt, dass das auch so bleibt, indem er die einzigen Spieler, die was verändern könnten, rausgeholt hat. Ein Vini Junior, den habe ich die letzte halbe Stunde überhaupt nicht gesehen. Und Vini Junior, die Meinungen unterteilen sich. Es gibt die Hälfte des Madridismus, die sagt, er ist der Einzige, der irgendetwas versucht hat. Und es gibt die andere Hälfte, die sagt, der Holzkopf rennt immer wieder in 4 Mann rein, verliert den Ball, die Mannschaft hat schon gar keinen Bock mehr für den nach vorne und nach hinten zu laufen die ganze Zeit. Ein Carreras hinterläuft den nicht mal mehr, weil Carreras weiß, ich krieg den Ball eh nicht. Und wisst ihr was? Ihr habt beide recht. Gestern, ich hatte 90 Minuten ein Wechselbad der Gefühle mit Vini. Manchmal habe ich gedacht, boah, der ist wenigstens der Einzige, der mal was versucht. Andere Mal habe ich gedacht, hör doch mal auf, immer zu dribbeln, spiel doch mal den Ball ab. Ja, aber wie gesagt, was passiert denn, wenn der den Ball abspielt? Der Ball landet irgendwann wieder bei Courtois und der schlägt den lang nach vorne. Ja, im Großen und Ganzen hat Real Madrid mal wieder gegen einen tiefstehenden Block keine Lösung gefunden. Das tun wir seit 1,5 Jahren nicht mehr. Dieses Getafe hat genau das gemacht, was jeder wusste, was sie machen werden. Und obwohl Real Madrid darauf vorbereitet war, haben sie keine Lösung gefunden. Ja, inzwischen wir können über alles reden. Wir können über die fehlende Intensität, über die fehlende Mentalität. Dieser Mannschaft fehlt Charakter. Dieser Mannschaft fehlt ein Leader. Da gibt es kein Aufbäumen. Da gibt es keinen, der vorangeht. Das ist eine Bande von verwöhnten Kindern. Und das Schlimmste an allem, dieser Mannschaft fehlt es an Qualität und an Fußball. Im Sommer braucht diese Mannschaft eine Kernsanierung. Und ich rede hier von mindestens 10 Spielern. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal in der Geschichte von Madrid gab und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Aber wenn nicht 10 Spieler aus diesem Kader fliegen, werden die nächsten Jahre nicht besser werden. Ja, und wir Madridistas sitzen hier wieder mit der Clownsnase und dürfen uns den verdienten Hate anhören,
während unsere Spieler wahrscheinlich mit einem Privatjet auf dem Weg nach wo auch immer hin sind. Ja, bevor ich mich voller Frust verabschiede, kommt jetzt noch die Einzelbewertung der Spieler. Thibaut Courtois kann bei dem wunderschönen Tor von Getafe nichts machen. Ich gebe ihm keine Schuld. Trent Alexander-Arnold hat gestern einfach für Getafe gespielt, also wirklich unterirdisch. Antonio Rüdiger, ich weiß nicht, wann er seinen Fußball verloren hat, aber inzwischen ist die einzige Lösung, die ich für ihn noch sehe, Saudi-Arabien. David Alaba auch, der war gestern noch einer der Besseren, trotzdem reicht es nicht mehr für Real Madrid. Das ist der Mittelmaß, den ich meine. Ja, Carreras, auch da müssen wir mal drüber nachdenken. Also, sorry, wenn ich Nuno Mendes sehe und dann Carreras, rede ich über zwei unterschiedliche Sportarten. Tchouaméni ist der typische Fußballer, der gewinnt sehr, sehr viele Zweikämpfe in der Luft am Boden, aber er sorgt auch dafür, dass jeder Angriff von Madrid zu langsam ist. Immer 3, 4, 5 Ballkontakte annehmen, drehen, gucken, doch lieber nicht, spiele ich lieber sicherheitshalber auf den Rüdiger. Thiago Pitach, wie gesagt, mit Arda die einzigen kleinen Lichtblicke, aber ich frage mich, ob ein 18-Jähriger, der gerade sein erstes Profidebüt macht, oder sein Startelfdebüt, besser gesagt, ob das wirklich der Hoffnungsträger von Real Madrid sein muss. Ja, Fede Valverde, ja, weiß ich nicht. Rechter Verteidiger will es ja nicht sein. Ja, Arda Güler, ja. Wenn der am Ball hat, der Junge ist ein Genie, der hat Qualität ohne Ende, aber der versteckt sich. Wie oft zeigt er wirklich seine Qualität? Die Mannschaft braucht dich. Wir brauchen dich. Du kannst dich nicht verstecken. Du musst der sein, der den Ball verlangt. Und Arda ist auch der Letzte, an dem ich meinen Frust rauslassen möchte. Er ist einer der wichtigsten Bestandteile für die Zukunft von Real Madrid. Aber das war mir gestern zu wenig in den letzten Spielen allgemein. Ja, Gonzalo. Ich dachte, Mbappé ist das Problem. Ich dachte, Bellingham ist das Problem. Ich dachte, die Mannschaft spielt so viel besser ohne die. Wo? Gonzalo, Bruder! Ist auch, glaube ich, ein Spieler, ja, der ein guter Ergänzungsspieler für Real Madrid ist. Aber du siehst, was ein Endrick in Lyon abliefert. Und du musst in dieser Mannschaft alles hinterfragen. Bei dem Vorstand alles hinterfragen. Ja, und Vini Junior, wie gesagt, da habe ich ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite denke ich, der ist der Einzige, der was probiert. Auf der anderen Seite denke ich, hör doch mal auf, immer zu dribbeln. Es ist frustrierend. Ja, wobei ich auch ganz ehrlich bin. Wenn ich denke, als Vini, meine einzige Lösung ist Tchouaméni den Ball geben, damit das wieder hinten umgeht, dann verliere ich lieber den Ball vorne im Dribbeln. Ja, zu den Auswechselspielern, Einwechselspielern, da ist die Frage, wer war schlimmer? Alle waren schlimm. Aber es ist ein absoluter Top-Zweikampf zwischen Dienhausen und Franco Mastantuono, wer schlimmer war. Für mich Dienhausen, weil Franco Mastantuono zumindest noch gekämpft hat. In Dienhausen, um Himmels Willen, das ist das Schlechteste, was ich in der Innenverteidigung von Real Madrid je gesehen habe in den letzten 3 Monaten. Dafür, in den ersten 3 Monaten unter ihm, war der beste Innenverteidiger seit langem. Ja, dieses Real Madrid braucht einen Umbruch. Ich hoffe, der Vorstand kann loslassen. Das ist die einzige Lösung, die ich sehe. Dass da wirklich so jemand kommt wie Jürgen Klopp, wo du sagst, weißt du was, Jürgen Klopp, hier sind die Schlüssel zur gesamten sportlichen Abteilung von Real Madrid. Wir kümmern uns ums Finanzielle, du kümmerst dich ums Sportliche. Wenn du einen Wijnaldum haben willst, holen wir dir einen Wijnaldum. Und das ist einfach nur ein Beispiel. Ihr wisst, dass Wijnaldum, ich das nicht ernst meine. Aber wir brauchen vielleicht ein bisschen weniger Namen, dafür ein bisschen mehr Herzblut, ein bisschen mehr Spieler, mit denen du dich als Fan identifizieren kannst. Und Xabi Alonso hat gesagt, er möchte die Fans wieder mit der Mannschaft in Verbindung bringen, dass das Bernabeu vibriert. Ganz ehrlich, ich selber war noch nie so weit weg von einer Mannschaft wie in dieser Saison. Die sind drauf und dran, mir die komplette Illusion an Real Madrid zu rauben. Ja, es tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte ein positiveres Video. Ich bin gespannt, ob ich übertreibe, ob ich der Einzige bin, der das so sieht. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, ich kann nichts dafür, dass Madrid so spielt, wie sie spielen. Unterstützt dieses Video, wenn es geht, trotzdem mit einem Like. Teil dieses Video. Hypen, wenn du es kannst. Wer noch kein Follow da gelassen hat, ich würde mich sehr freuen, wenn du das machen würdest. Wir sind knapp vor den 25.000 und
Das wäre eine Riesenfreude für mich. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid.